Shisha Rainbow wieder hier und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euch zu She-Hulk von Marvel schminken könnt. Genügend Referenzmaterial habe ich in diesem Fall, also sage ich mal, die Reise kann losgehen. Also erstmal Haare zurück und eincremen. Da ich kein passendes Grün gefunden habe, mische ich mir meins einfach selber und nehme ein Grün, was ich schon sehr schön finde, aber noch nicht genügend Gelbanteil hat, also mische ich es mit etwas Gelb. Da ich es selber mische, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr genügend anmischt, gerade wenn ihr mehr als nur das Gesicht schminkt. Ich habe mir jetzt also so viel angemischt für, sieht man nicht so, also bis zur Hälfte circa voll, für das Gesicht, den Oberkörper und die Arme und in dem Farbton. Das ist also grün gewesen und ein Viertel gelb. Die Lippen lasse ich erstmal so gut es geht frei. Auf jeden Fall solltet ihr euch meine Bodypaint-Serie angucken. Der erste Teil wird hier verlinkt und auch meine 6 Tipps, alles was du über Bodypainting wissen solltest, das wird hier verlinkt. Also auf jeden Fall mal reinschauen, lohnt sich für sowas auf jeden Fall, damit ihr wisst, wie es langanhaltend gut auf einer Convention zu tragen ist. Das Ganze pudern wir natürlich ab. So, ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwärmchen ein bisschen drüber, weil die Farbe neigt dazu, Flecken zu bilden, wie man hier sieht. Die kann man dann wegkorrigieren. Jetzt ist das Ganze wieder fleckenlos. Hätte ich vielleicht Pommapuder machen sollen, aber so what? Für euch auf jeden Fall wichtig zu merken. Ich arbeite mit einem matten grünen Lidschatten, der hier markiert ist. Mit etwas Grau und Schwarztönen schattiere ich da noch nach. Dann nehme ich mir schwarzen Kajal. Ich habe so schöne weiße Zähne durch den Kontrast mit dem Grün. Das untere habe ich ausgeblendet und oben und unten auf die Wasserlinie habe ich mir schwarzen Kajal gesetzt. Jetzt darf natürlich etwas Wimperntusche nicht fehlen. Ja, ich finde immer schön, dass man den Direktvergleich sieht, wie viel das Ganze ausmacht. Das Auge sieht jetzt schön mystisch aus. So, jetzt kommen wir weiter zu den Augenbrauen. Für die werde ich die gleiche Farbe wie die Lippen nehmen. Und zwar diesen Grünton, das ist eine Fettschminke. So, jetzt mache ich das Ganze natürlich noch auf der anderen Seite. So sieht das Ganze dann aus und dann pudere ich noch über die Augenbrauen. Die grüne Fettschminke trage ich dann natürlich noch auf meine Lippen auf. Jetzt sind die Lippen und die Augen schon mal fertig. Jetzt kommt natürlich noch das Contouring. Hierbei greife ich zu dem grünen Lidschatten, den ich schon gezeigt habe, und mische ihn höchstens mit etwas Grau oder Schwarz, um ihn dunkler werden zu lassen, weil ich die Konturen nicht zu stark dieses Mal haben will, weil She-Hulk ja auch sehr viele Muskeln hat. Und das soll also auf jeden Fall sehr natürlich aussehen, nicht zu sehr gemalt. So, was habe ich gemacht? Eine definierte Kinnlinie, schmalere Wangen, meine Nase etwas verkleinert und die Stirn etwas markanter gemacht. Und natürlich die Lippenfalte betont. Das Ganze betone ich jetzt noch mit Weiß. So, mit dem Gesicht bin ich schon mal zufrieden. Jetzt folgt natürlich der Rest, damit es ins Outfit passt. So wie ihr sehen könnt, ist die Farbe wirklich sehr fleckig geworden, was ein Problem darstellt. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich die vorher grundiert hätte oder wenn ich es mit Airbrush gemacht hätte, aber hätte Würstchenkette. Also muss ich mir jetzt eine Alternative überlegen. Also ihr könnt das Ganze runterholen, das wäre sinnvoll, und das nochmal neu schminken, wenn ihr merkt, dass es mit der Farbe nicht funktioniert, eine andere Art des Auftragens verwenden. Ich mache es jetzt einfach so, ich gehe jetzt mit meinem Schwärmchen den ganzen Körper nach, was aber daran enden kann, dass das so bröckelig wird. Deswegen würde ich es für ein richtiges Make-up nicht empfehlen, für dieses Tutorial. Muss das jetzt aber erstmal reichen, wäre aber nicht convention-tauglich, nur fotografie-tauglich. Also für den Körper habe ich ein Contouring gemacht, wo ich wirklich nur die Sachen nachgefahren bin, die ich auch wirklich habe, also an den Armen und am Bauch, weil ich finde, dass wenn man etwas hinmalt, was man wirklich nicht mal ansatzweise hat, an Muskeln oder so, das wirkt dann irgendwie schnell lächerlich. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht der sportlichste Typ vom Aussehen her, aber so halt die kleinen Armmuskeln, ein bisschen am Bauch und so, das Ganze konturiert, was halt auch hier die Collabones, Schlüsselbeine, ja genau, die habe ich halt konturiert.
macht das nicht zu krass. Also persönlich finde ich es halt dann nicht schön, wenn das dann schon so richtig aufgezeichnet, gemalt und übertrieben aussieht. Aber es ist natürlich eure Sache, wie ihr das machen möchtet. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Und? Findet ihr es nicht auch cool? Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Mit diesen weißen Zähnen kann man mir doch nicht Nein sagen, oder? Also, wir sehen uns. Cheerio!